Leute, es ist Relegationszeit und man kann es sich kaum vorstellen, aber vor 40 Jahren mussten auch wir in die Relegation. Und wie dramatisch das war, schauen wir uns jetzt mal an. Die Saison 85/86 läuft überhaupt nicht. Der BVB kann keines der ersten 7 Spiele gewinnen, kassiert eine 1:6 Klatsch gegen Bochum und steckt früh unten drin. Zwar gewinnen wir Spiele gegen Bayern wie Frankfurt, aber am Ende reicht's nur für den 16. Platz. Bedeutet Relegation, und zwar gegen Fortuna Köln. Klingt im ersten Moment machbar, so einfach war's dann aber doch nicht. Die Kölner gewinnen das Hinspiel 2:0, der BVB also mit dem Rücken zur Wand und dem Abstieg nah. Und rückblickend ist das echt ein verrückter Gedanke, weil stellt euch mal vor, was so ein Abstieg bedeutet hätte. Weniger Einnahmen, weniger Zuschauer und vor allem keine Titel. Die Meisterschaften in den 90ern und unser Champions-League-Triumph, all das hätte es wohl nie gegeben. Aber es gab ja noch das Rückspiel im Westfalenstadion und das beginnt leider auch denkbar schlecht. Ist das schon das Aus für den BVB? Noch nicht, denn ein junger Mann namens Michael Zorc traf per Elfmeter zum Ausgleich und etwas später nochmal Marcel Raducanu, der das 2:1 machte. Es muss aber noch das 3. Tor her. Aber das 3. Tor will einfach nicht fallen. Wir verballern eine Chance nach der anderen. Ist das Aus? Steigt der BVB tatsächlich ab? Es läuft die letzte Spielminute von Fortuna Köln. Ist, wenn dieser Angriff nicht mit einem Tor abgeschlossen wird, die Mannschaft, die in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist. Und das ist ja nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Es passiert tatsächlich noch. Jürgen Wegmann macht das 3:1. Das Westfalenstadion explodiert, die Fans rasten aus. Sie sollten sehen, liebe Zuschauer, was hier jetzt los ist. Nobby Dickel, der damals schon als Neuzugang für die kommende Saison feststeht, sitzt auf der Tribüne und erlebt das Spektakel live mit. Das war das totale Schicksalsspiel. Spielst du erste oder spielst du zweite Liga? Ja, und als dann das 3:1 fiel und ich wusste, es gibt noch ein weiteres Spiel, war ich natürlich überglücklich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Menschen heulen gesehen. Somit steht es insgesamt 3:3 und jetzt wird's komplett wild aus heutiger Sicht. Es gibt keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen, es gibt einfach ein 3. Spiel. Und das findet vor 50.000 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion statt. Und da macht der BVB kurzen Prozess. Ecken von rechts, schon über eine halbe Stunde gespielt, Verwirrung im Strafraum und da war es, reingehechtet, das Führungstor für Borussia Dortmund. (8:0) schießen wir Fortuna Köln ab, verhindern den Abstieg und bleiben in der 1. Bundesliga. Zur neuen Saison kommen Frank Mill, Thomas Helmer und Nobby Dickel und wir beenden die Saison auf Platz 4, weit weg vom Relegationsplatz. Tja, und der Rest ist Geschichte.